Jeder kennt diese Stadt. Rote Busse, schwarze Taxis, Big Ben, die Themse. Aber das ist nur die Oberfläche Londons. Darunter verbirgt sich eine ganz andere, vergessene Stadt. Eine Stadt aus geheimen Kanälen, unterirdischen Flüssen, versteckten Tunneln und verschwundenen Stadtvierteln. Niemand sucht mehr danach, denn niemand weiß von ihrer Existenz. Unter dem Asphalt der Oxford Street fließt noch immer ein Fluss. Unter dem Trafalgar Square liegt ein mittelalterliches Dorf. Unter dem Bahnhof Waterloo befindet sich ein geheimer Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Bunker, der bis heute nicht vollständig freigelegt wurde. In diesem Video tauchen wir tiefer ein. Mithilfe moderner KI-Visualisierungen, archäologischer Funde und selten zitierter historischer Quellen lassen wir die Schichten Londons wieder aufleben, die über Jahrhunderte hinweg aufgefüllt, überbaut und vergessen wurden. Und wir stellen eine Frage, die einfacher klingt, als sie ist. Wie viel davon erinnern sich diejenigen, die diese Stadt kennen? Bevor wir mit unserem Video beginnen, vergesst bitte nicht, es zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Wenn Sie unseren Kanal unterstützen möchten, können Sie uns durch eine Kanalmitgliedschaft, Beitreten, unterstützen. London liegt auf Wasser. Nicht nur auf der Themse, die jeder sieht, über die jeder spricht, über die Touristen ihre Fotos machen, sondern auf einem Netzwerk verborgener Flüsse, das sich wie ein unterirdisches Nervensystem durch die gesamte Stadt zieht. Der Fleet, der Walbrook, der Tyburn, der Neckinger, der Evra. Namen, die heute kaum jemand kennt. Flüsse, die einst Mühlen antrieben, Viertel trennten, Grenzen markierten und die irgendwann, irgendwie einfach verschwanden. Nicht verschwunden, vergraben. Der Fleet River war einst der zweitwichtigste Fluss Londons. Breit genug für Schiffe, tief genug für Fischerei, wichtig genug, um ihm ein eigenes Viertel zu verdanken. Fleet Street, die Straße des Flusses. Heute eine Metapher für die Presse, damals eine physische Realität. Im 18. Jahrhundert stank der Fleet so unerträglich, vollgepumpt mit Abwässern, Tierkadavern, Gerbereiabfällen, dass die Bewohner beantragten, ihn zu überbauen. 1766 wurde er unter die Erde gelegt. Heute fließt er noch immer, direkt unter der Farringdon Road, direkt unter den Füßen der Londoner, die ihren Kaffee trinken und ihre Handys checken und keine Ahnung haben, was unter ihnen rauscht. Wer heute bei Regen den Kanal unter der Blackfriars Bridge betrachtet und eine braune Strömung sieht, die in die Themse mündet, das ist der Fleet. Noch immer. Er ist nie wirklich gegangen. London vergräbt seine Geheimnisse. Es entsorgt sie nicht. Es gibt Orte in dieser Stadt, deren Geschichte so dunkel ist, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll. Bedlam ist so ein Ort. Das Bedlam Royal Hospital, im Volksmund Bedlam, war Londons berühmteste und berüchtigtste psychiatrische Anstalt. Gegründet 1247 in Bishopsgate, ursprünglich als religiöses Haus. Irgendwann, niemand weiß mehr genau wann, wurde es zu einem Ort für jene, die man nicht wusste, wohin zu tun. Die Kranken, die Verstörten, die Unbequemen, die Unerwünschten. Im 17. und 18. Jahrhundert war Bedlam eine Sehenswürdigkeit. Kein Fehler in diesem Satz. Eine Sehenswürdigkeit. Londoner Bürger und Touristen aus dem Kontinent zahlten einen Penny Eintritt, um durch die Gänge zu gehen und die Patienten zu beobachten. Als Unterhaltung, als Spektakel, als Ausflug für Sonntagnachmittage. In manchen Jahren kamen über 96.000 Besucher. William Hogarth, der große Satiriker des 18. Jahrhunderts, malte Bedlam in seiner Serie A Rake's Progress. Ein junger Mann, der sein Vermögen verspielt hat, endet in Bedlam.
umgeben von Figuren, die schreien, beten, starren. In der Ecke 2 elegant gekleidete Damen, die amüsiert zuschauen. Hogarth hat nicht übertrieben. Er hat dokumentiert. Das Gebäude in Moorfields, das sogenannte Palastasyl, das 1676 eröffnet wurde, war von außen so prächtig, dass Besucher es mit königlichen Residenzen verwechselten. Prachtvolle Fassade, vergitterte Fenster, innen Ketten. Bedlam zog 1930 nach Beckenham um. Das alte Gelände wurde abgerissen. An seiner Stelle steht heute, mit einer Ironie, die London nur London bieten kann, das Imperial War Museum. Ein Museum über Krieg. An einem Ort, an dem eine andere Art von Krieg stattfand. Gegen die Schwächsten der Gesellschaft. Von der Gesellschaft selbst. Wenn man verstehen will, wie London zur Weltmacht wurde, muss man in einen verrauchten Raum zurückkehren. Ein Tisch, ein Krug Kaffee, ein Stapel Zeitungen und Männer, immer Männer in dieser Zeit, die reden, streiten, planen, spekulieren. Londons Kaffeehäuser des 17. und 18. Jahrhunderts waren keine Cafés im modernen Sinne. Sie waren die Börse, das Parlament, das Gericht und der Presseclub in einem. Für einen Penny Eintritt konnte jeder kommen, Kaufmann, Schreiber, Kapitän, Politiker, und blieb, solange er wollte. Edward Lloyds Coffee House in der Tower Street, eröffnet um 1688, war der Treffpunkt von Schiffskapitänen und Kaufleuten. Dort tauschte man Informationen über Schiffsladungen aus, über Routen, über Verluste. Dort entstand das Versicherungswesen. Dort wurde Lloyds of London geboren, noch heute eines der größten Versicherungsmärkte der Welt. Jonathan's Coffee House in Change Alley wurde zum Treffpunkt der Aktienhändler. Aus seinen Tischen entstand schließlich die Londoner Börse. Im Grecian Coffee House diskutierten Newton, Halley und andere Mitglieder der Royal Society ihre wissenschaftlichen Theorien. Die Kaffeehäuser verschwanden, verdrängt durch Clubs, durch Restaurants, durch das Büro. Aber ihre Ideen blieben. Einige der Institutionen, die aus Kaffeehausgesprächen entstanden, existieren heute noch. Nur erinnert sich niemand mehr an den Tisch, an dem alles begann. Es gibt eine Regel in London. Sie gilt seit Römerzeiten. Sie gilt durch das Mittelalter. Sie gilt durch die Tudors, die Stuarts, das viktorianische Zeitalter. Was die Gesellschaft nicht haben wollte, kam südlich der Themse. Southwark. Jenseits des Flusses, außerhalb der Stadtgrenzen der City of London, außerhalb der Kontrolle des Stadtrats, außerhalb der Reichweite der Gilden und Gesetze. Dort durfte alles, was in der respektablen Stadt verboten war. Theater. Im elisabethanischen London waren Schauspiele in der City verboten, zu unmoralisch, zu laut, zu chaotisch. Also baute man sie in Southwark, das Globe Theatre, der Rose, der Swan. Die größten Bühnen Englands, die Shakespeares Werke zum ersten Mal aufführten, alle südlich der Themse. Bärenkämpfe, Hahnenkämpfe, Bordelle, die im Volksmund Stews genannt wurden, ironischerweise ursprünglich unter dem Eigentum des Bischofs von Winchester, der von ihrer Verpachtung profitierte. Gefängnisse, das Marshalsea, das Clink, aus dem unser Wort Clink für Gefängnis stammt. Southwark war der Spiegel Londons. Es zeigte, was die Stadt wirklich brauchte und nicht wirklich zu sich zählen wollte. Es gibt einen Mann, dessen Name kaum jemand kennt. Und doch hat er mehr Menschenleben gerettet als jeder General, jeder König im 19. Jahrhundert. Joseph Bazalgette. 1858 war London am Abgrund. Die Themse war so vollgepumpt mit menschlichen Abwässern, dass das Parlament direkt am Flussufer die Vorhänge mit Chlorkalk tränkte, um atmen zu können. Abwässer flossen in den Fluss. Der Fluss war das Trinkwasser.
Cholera-Epidemien hatten Zehntausende getötet. Bad Saalgette bekam den Auftrag. Und er dachte groß. Er baute 1800 Kilometer Abwasserkanäle unter London, mit Millionen handgefertigter Backsteine, mit einer Präzision, die Ingenieure noch heute bewundern. Als seine Ingenieure den Rohrdurchmesser berechneten, verdoppelte er ihn. Wenn wir je nachbessern müssen, werden wir nie wieder die Chance haben. Er hatte recht. Londons Bevölkerung wuchs von 1 Million auf 8 Millionen. Bad Saalgettes Kanäle tragen noch heute. Unsichtbar, unverzichtbar. Und kein Reiseführer nennt seinen Namen. 1851. London zeigt der Welt, wer es ist. Die Great Exhibition im Hyde Park. Ein Gebäude aus Glas und Gusseisen, 563 Meter lang, hoch genug, um die alten Ulmen des Parks im Inneren zu behalten. Über 6 Millionen Besucher in 5 Monaten. Dampfmaschinen, Telegraphengeräte, der Koh-i-Noor-Diamant, frisch aus Indien mitgebracht. Der Kristallpalast brannte 1936 nieder. Churchill soll gesagt haben, das ist das Ende einer Epoche. Heute existiert er nur noch als Stadtbezirk, als Fußballclub, als U-Bahn-Station. Was bleibt, ist die Frage, was sagt es über eine Gesellschaft, wenn ihr größtes Symbol aus Glas war? 22. Juni 1948. Ein Schiff legt in Tilbury an, die HMT Empire Windrush. 492 Passagiere aus der Karibik, eingeladen, legal, mit vollem Einreiserecht als britische Staatsbürger. Großbritannien brauchte sie. Krankenhäuser ohne Personal, Busse ohne Fahrer, Fabriken ohne Arbeiter. Was sie vorfanden, war komplizierter. Vermieter ohne freie Zimmer, Arbeitgeber ohne offene Stellen. 1958, 10 Jahre nach der Ankunft, brachen in Notting Hill Rassenunruhen aus. Aus dieser Gewalt entstand der Notting Hill Carnival. Heute das zweitgrößte Straßenfest der Welt. 2 Millionen Menschen jedes Jahr. Eine Antwort auf Ausgrenzung, die zur Feier wurde. Eine Feier, die London veränderte. London ist nicht trotz seiner Einwanderer London. Es ist London wegen ihnen.